Hallo meine lieben Gamer! Heute geht's ans Eingemachte. Heute gibt's ein fettes Unboxing von der wohl teuersten PS4 Hardware aller Zeiten. Nämlich von einem Racing Wheel, nämlich dem Fanatec Podium Racing Wheel F1, das hier mir per Post gerade eingetroffen ist. Es ist bockschwer, es wiegt über 16 Kilo und ich bin gespannt, was drin steckt. Also packen wir es gleich mal aus. Wie eingangs erwähnt, handelt es sich hier jawohl um das teuerste Zubehörteil, Hardware, Gerät für die PlayStation 4. Und ich habe den Preis eigentlich noch nicht gesagt. Ich hoffe, ihr sitzt gut. Der Preis ist 1.599 €. Und dafür bekommt ihr das wahrscheinlich beste Racing Wheel für die PS4. Und die Verpackung ist so groß, ich kriege das hier fast gar nicht auf die Kamera mit rein. Ich krieg's ja fast schon nicht mehr aus dem Karton. Wirklich ernsthaft, Leute. Das Ding, wie gesagt, auf Verpackung steht 16 Kilo. Das Ding ist richtig schwer. So. Und es hat so eine relativ raffinierte Öffnungsmechanik, nenne ich es mal. Doch bevor wir es öffnen, schauen wir mal kurz die Verpackung an. Wir haben hier nochmal den Schriftzug Fanatec Podium Racing Wheel F1, denn es ist tatsächlich offiziell lizenziert. Fanatec ist offizieller Sponsor der F1 eSports Serie und das Ganze ist natürlich auch lizenziert für die PS4, sonst wird da nicht PS4 draufstehen und wäre nicht kompatibel. Es gibt hier unten eine Öffnungsmechanik, echt raffiniert, habe ich noch nie gesehen bei so einer Verpackung, und zwar auf zwei Seiten, auf der anderen Seite auch. Und damit sollte man den Karton hier entfernen können. Den stellen wir hier hinten hin. Und ja, habe ich auch noch nie gesehen. Das Wheel thront hier quasi in der Verpackung und ich drehe das mal rum, bevor ich es auspacke. Denn es ist schon sehr, sehr, sehr schön. Also es ist, tja, was soll ich dazu sagen? Ich find auch keine Worte dazu. Es kribbelt mir schon in den Fingern, dass ich das so schnell wie möglich ausprobieren will. Oh mein Gott, Leute, es ist schwer. Es ist so schwer, das Ding. Oh mein Gott. Ist das schwer. Also ernsthaft, ich mache mir ein bisschen Sorgen schon um mein aktuelles Racing Rig, meinen Rennsitz. Aber ich werde mir sowieso einen neuen Rennsitz mir zusammenbasteln, der dann stabiler ist, allein schon wegen dem Gewicht von dem Teil. Also wir machen jetzt Folgendes, ich packe jetzt erstmal alles hier aus und dann kommt mal die Verpackung weg, weil wir haben ja hier keinen Platz mehr. Wow, das ist mal ein sehr großes Netzteil. Wir haben sehr viele Kabel hier. Ah, das ist nett. Das schauen wir uns gleich an. Das ist ja lustig. So, jetzt schauen wir mal, ob hier noch was drin ist. Das war's. Es ist gut gepolstert. Hier angekommen. So. Jetzt schauen wir uns das mal an, was doch da so an sich dabei ist. Wir haben ein sehr großes Netzteil. Also das ist ein riesiges Netzteil, das ist sogar größer, würde ich sagen, als bei der Xbox. Bei der Xbox 360 und bei der ersten Xbox One. Die hatten ja auch schon so ein riesen Netzteil. Aber das ist richtig groß. Ja. Dafür ist die Lenkradbasis umso kleiner. Zu der kommen wir gleich. Wir haben einen britischen Stromstecker, den brauche ich nicht. Das ist der europäische Stromstecker, den brauchen wir. Ja, ein Kaltgerätestecker, den brauchen wir nicht. So. Es geht weiter mit einem Verbindungskabel, für das, wo ich noch nicht weiß, was es ist. Für was genau.
Und wir haben ein USB-Kabel. Ein ganz normales USB-Kabel zum Anschluss an die PS4. Dann haben wir noch hier einen Adapter oder einen Empfänger. Das muss ich ehrlich gesagt in der Anleitung gucken. Es gibt noch eine Schraube dabei, wahrscheinlich eine Befestigungsschraube auch für das Wheel. Und was ich sehr lustig finde, es sind hier Ersatztasten dabei. Denn man kann an dem Wheel die Tasten austauschen und die entsprechend belegen, dass die eben gleich passend im Spiel sind. Beispielsweise die Hupe, was ich sehr lustig finde, das Licht oder so und so weiter. Oder Konfigurationen. Finde ich eine sehr nette Idee. Wir haben auch noch die Anleitung dabei. Und zwar einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Und dazu haben wir noch, das finde ich nett, ein Aufkleberset. Damit jeder weiß, mit was man auch fährt. Wir schauen mal in die Kurzanleitung auf Deutsch rein. Ups, so. So, das komplette Handbuch gibt es online, ist hier als Hinweis zu sehen. Die Belüftung an der Vorderseite darf nicht verdeckt werden. Hier ist nochmal der Lieferumfang, was alles dabei ist. Dann haben wir, genau, die Befestigungsmöglichkeiten für das Lenkrad. Denn das hier ist ein Wheel, ein Lenkrad oder eine Lenkradbasis, die könnt ihr nicht einfach so am Tisch anklemmen oder frei montieren. Das muss mit diesen Schraubenlöchern an den Seiten oder an der Unterseite befestigt werden, weil hier herrschen Kräfte und Force Feedback, das erheblich krasser ist als bei jedem anderen Wheel, das ich bisher hier hatte. Hier ist noch die Erklärung für den Schnellverschluss, damit man das Wheel selbst relativ schnell wechseln kann. Sehr coole Funktion. Man kann auch die früheren Fanatec Wheels mit so einem Adapter ausstatten, damit man hier das schnell wechseln kann. Das machen wir auch gleich. Und dann haben wir noch den Ein- und Ausschalter dort hinten und es geht hier noch weiter. Wir haben noch eine Erklärung der ganzen Anschlüsse. Es ist nämlich richtig krass. Das Wheel hat nämlich erstaunlich viele Anschlüsse. Wir fangen vielleicht mit denen sogar an, weil ich die gerade hier in der Anleitung habe. Und bei der Gelegenheit kann ich euch gleich mal die Vorderseite des Wheels zeigen. Man sieht das hier vielleicht nicht ganz. Hier sind Lüftungsschlitze und ich sehe, glaube ich, da hinten ist auch ein Lüfter drin. Aber was wirklich beeindruckt, sind diese vielen Anschlussmöglichkeiten. Also wir haben hier auf der einen Seite den USB-Anschluss für die Konsole, klar. Wir haben hier drüben den Stromanschluss. Das ist für das Netzteil, für das externe. So, der erste Anschluss ist für zusätzliches Zubehör. Der zweite ist für den Kill-Switch, womit man notfalls das Force-Feedback abschalten kann. Der Kill-Switch ist separat erhältlich. Dann gibt es noch den Torque-Key. Das ist das Gerät, wo ich rumgerätselt habe, was es ist. Und mit diesem Torque-Key, der ist extra verpackt, mit dem schaltet man das volle Force-Feedback frei. Das volle Drehmoment. Denn ja, das Wheel hat ein bisschen mehr Drehmoment als ein normales Wheel, weil es eben auch ein Direct Drive Wheel ist. Das werde ich eben sowieso noch genauer an mir testen. Wir haben den weiteren Anschluss, der CAN-Bus, keine Ahnung, was der tut. Das unten ist der Anschluss für eine Handbremse, für separate. Das ist für die Pedale. Eben passend, natürlich alles passend zum Fanatec Ökosystem, das heißt andere Pedale und die Handbremse von Fanatec passt hier natürlich auch. Genauso hier kommt der Shifter ran, der passt natürlich auch. Und zwar hier der H-Shifter und hier der sequentielle Shifter. Es gibt quasi zwei verschiedene Anschlüsse. Hier passen übrigens auch die zusätzlichen Pedals ran, falls man welche separat gekauft hat. Was mir sehr gut gefällt an der Wheel-Basis, zum einen, sie ist unglaublich kompakt, aber sie ist trotzdem irre schwer, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und hier ist auch der Fanatec-Schriftzug drauf und der ist kein Aufkleber, sondern der ist wirklich eingraviert hier, dreidimensional. Kommen wir aber jetzt zum Schnellverschluss, beziehungsweise zum Thema, wie mache ich das Wheel an und ab. Hier ist eine Mutter, die man löst. Und dann kann man mit diesem Schnellverschluss, das ist so ein Ring, das Wheel wegmachen.
Muss bloß ein bisschen aufpassen, weil die Wheelbase ist noch nicht fix hier verankert. Und dann kann man eben ein anderes Wheel aus dem Fanatec Store oder ein kompatibles Wheel einfach hier dran montieren. Es gehen auch die normalen CSL Wheels beispielsweise. So, und dann ist das Ganze wieder fest. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Wheelbase genauer an. Hier die massive Aufnahme hier aus Metall. Ja, ist auch logisch, denn die muss sehr viel Kräfte aufnehmen. Wir haben hier oben ein schönes Display, das jetzt natürlich noch nicht an ist, aber das wir bald dann mal beim ersten Test aktivieren werden. Wir werden uns jetzt ansonsten jetzt noch das Wheel anschauen, denn die Basis haben wir uns eigentlich jetzt von beiden Seiten angeguckt. Also schauen wir mal das Herzstück, eigentlich das, ja, worauf man sich wirklich freuen sollte, ist das F1 Wheel. Mit allen nötigen Tasten, eben die typischen PlayStation Tasten L2, L3, R2, Viereck, Dreieck, Kreis, die X-Taste ist hier unten, hier drüben haben wir noch die R3-Taste, wir haben hier die PlayStation-Taste, die Share-Taste, die Options-Taste und dann haben wir noch mehr. Zum einen, also wo fangen wir denn an? Wir haben hier einen Drehregler, hier noch einen Drehregler. Da bin ich mal gespannt, wie der belegt wird. Wir haben hier einen Joystick, wir haben wirklich einen Mini-Joystick hier für den Daumen. Das ist quasi wahrscheinlich der Analogstick. Dann haben wir zwei kleine Switches, die man nach oben und nach unten drücken kann. Wir haben noch einen Stick, der ist allerdings digital, das merkt man. Also das hier, das ist ein analoger Stick und das hier ist digital. Das ist wie ein Steuerkreuz, würde ich sagen. Aber das ist ja sogar meines Wissens der 7-Wege-Switch, den man eben nicht nur in 4 Richtungen drehen kann und eindrücken kann, sondern auch drehen. Ich bin gespannt, ob das wie das unterstützt wird. Und ja, nicht zuletzt haben wir hier 3 Drehregler mit Einstellungen von, lass mich mal gucken, 1 bis 12. Und wir können das mal größer machen hier. Also Stufe 1 kann man komplett rumdrehen bis 12. Das ist der linke. Der mittlere hat eine A, B, C und D Setup Möglichkeit und der rechte hat auch wieder 12 Positionen, die er einnehmen kann. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht, ich bin gespannt, ob das von den Spielen auf der PS4 unterstützt wird. Am PC sowieso, da kann man das sowieso sich konfigurieren. Das habe ich vielleicht auch noch nicht gesagt, das Ganze ist ja nicht nur kompatibel mit der PS4, sondern auch mit dem PC. Und wenn ihr das richtige Wheel habt, könnt ihr auch ein Xbox-kompatibles Wheel an die Basis schrauben oder klemmen und dann läuft das Ganze auch an der Xbox. So, jetzt kommen wir zur Rückseite, das ist nämlich auch was Besonderes. Fangen wir an. Den Schnellverschluss haben wir uns ja schon genauer angeguckt. Wir haben insgesamt 6 Pedals, 3 an jeder Seite und die lassen sich dann eben auch entsprechend belegen, zum Gangschalten beispielsweise oder auch für die Kupplung. Das ist ja eigentlich ein Kupplungspedal, das man entsprechend hoffentlich auch konfigurieren kann in den entsprechenden Rennsimulationen. Und ganz ehrlich, diese Shifter sind brutal knackig gut. Die sind, glaube ich, magnetisch meines Wissens, kontaktlos. Und sie lassen sich unglaublich schnell und präzise schalten. Ich bin gespannt natürlich beim Testen, wie das wirklich wird. Ich wollte es euch jetzt hier nur an dieser Stelle kurz zeigen. Die unteren Pedals sind analog, das merkt man. Die oberen sind digital. Das mal kurz als erster Überblick über die Hardware. Ich schaue mir das nochmal genauer an. Natürlich in weiteren Videos. Das heißt, ich werde das Ganze mir jetzt erstmal einrichten. Und ich werde euch zeigen, wie ihr das einrichten könnt. Und dann testen wir das Ganze natürlich auch noch mit diversen Rennspielen. Vorrangig natürlich auf der PS4, weil dafür ist es ja ausgelegt. Dann aber vielleicht auch noch was auf dem PC.
Und das war es jetzt erstmal von diesem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, man sieht sich auch gerne in einem der nächsten Videos rund um dieses Wheel. Denn ich bin richtig gespannt drauf. Und ich bin richtig heiß drauf, das jetzt auszuprobieren. Und dann sieht man sich gerne, wie gesagt, beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Abo da und ein Gefällt mir. Aktiviert die Glocke und dann wisst ihr Bescheid, wann hier was Neues am Start ist. In diesem Sinne, gute Fahrt und bis dahin.